Hi, wie schön, dass du wieder mit dabei bist. Immer mehr Düfte werden als Unisex-Düfte proklamiert und ich habe heute mal Top 4 Unisex-Düfte dabei, wo ich denke, dass sie perfekt zu Frauen, aber auch zu Männern passen. Ich finde es ja super, wenn wir hier in die Unisex-Schiene gehen, weil dann wird es einfach ein bisschen unkomplizierter mit den Düften und man kann einfach ganz variabel durchtauschen. Der erste Duft, den ich dabei habe, ist von Miller & Berthaud, der A Quiet Morning. Und ich finde tatsächlich, dass der Name des Duftes wirklich Programm ist. Der Duft sprüht für mich vor Ruhe, vielleicht so ein bisschen Gegensatz in sich, wie ich es gerade formuliert habe, aber der gibt so ein wonniges, wohliges, ruhiges Gefühl. Lasst uns mal gemeinsam dran riechen. Total interessanter Duft, finde ich. Der ist nämlich richtig schön würzig. Wir haben hier Safran mit drin, wir haben hier Kurkuma mit drin. Man riecht also tatsächlich von Anfang an, dass das definitiv ein recht würziger Duft ist. Und im Duftverlauf würde ich sagen, der bleibt auch würzig. Der bekommt aber eine ganz schöne Wärme mit hinzu. Wir haben hier auf jeden Fall leichte blumige Noten mit drin. Wir haben hier eine Orangenblüte, wir haben hier eine Palmblüte mit drin. Aber immer untersetzt mit dieser schönen Gewürznote. Und im Duftverlauf kommt eine ganz tolle holzige Note mit rein. Wir haben hier Sandel- und Zedernholz mit drin, macht eine ganz tolle holzige Basis. Der Duft vermittelt für mich so wirklich ein wohliges Gefühl, spendet irgendwie auch Wärme und ja, der schmiegt sich richtig schön an die Haut dran. Das ist wirklich ein kräftiger, holziger Duft. Ich finde aber tatsächlich, der hat so einen ganz leichten, sauberen Touch. Vielleicht kommt es durch die Orangenblüte nochmal mit drin, in Kombination mit diesem Sandelholz. Für meinen Geschmack macht Sandelholz Düfte manchmal so ein bisschen trocken. Das finde ich ist eine ganz tolle Kombination, weil die Gewürze machen ihn halt würzig, irgendwie damit auch so ein bisschen warm und spicy. Dann haben wir einen ganz kleinen, sauberen Charakter mit drin, schöne holzige Note. Und ich finde, das ist wirklich eine perfekte Kombination, die sowohl zu Männern als auch zu Frauen passt. Für mich jetzt ein Duft, den würde ich jetzt nicht unbedingt im Hochsommer tragen. Dafür ist er für mich so ein bisschen zu schwer. Aber zu allen anderen Jahreszeiten, finde ich, passt der perfekt. Wäre für mich auch ein Duft, den kann man wirklich zu jedem Anlass tragen. Ja, würde den jetzt nirgends ausschließen. Ich finde, den kann man sowohl im Alltag tragen, als auch vielleicht abends zu etwas besonderen Anlässen. Ich muss sagen, der Duft ist vielleicht so ein bisschen underrated. Ich bin aber mal durch unser ganzes Lager durch und habe mal geschaut, was ich so da finde. Ich habe den Duft tatsächlich für das Video auch das erste Mal gerochen und das erste Mal getragen. Ich finde ihn schön auf der Haut. Er gibt halt so einen schönen warmen Charakter mit rein. Ist auf jeden Fall mal etwas anderes, finde ich. Lasst uns mal bei etwas wärmeren Düften bleiben. Ich glaube, der Name von dem nächsten Duft ist definitiv Programm. Und zwar ist das der Born from Fire von Simone Andreoli. Und die Marke spricht bei dem Duft ja von flüssigem Magma und ich finde, das passt irgendwo, weil der ist auch echt warm, ist auch ein wirklich kräftiger Duft und ich finde auch im ersten Riechen kommt Oud schon wirklich raus bei dem Duft. Ja, schön, schön, schön. Also schön karamellig, würzig, udig, schon im ersten Riechen. Ich finde, so flüssiges Magma kann ich mir gut vorstellen bei dem Duft. Ist auch ein Duft, der einfach recht kräftig ist, würde ich jetzt mal sagen. Würde ich auch nicht an heißen Sommertagen tragen. Also vielleicht habe ich hier auch ein paar Düfte dabei, die sich eher für die etwas noch kältere Jahreszeit eignen. Der Born from Fire ist aber auf jeden Fall ein Unisex-Duft, weil wir haben hier auch eine schöne Rose mit drin. Die riecht man auch raus, aber ich finde diese Rose in Kombination mit dem Oud echt cool. Im Verlauf haben wir bei dem Duft immer noch diese Karamellnote, die ich schon finde, dass die am Anfang rauskommt. Wir haben Vanille, gibt eine schöne Rundung mit rein, ein kleines bisschen Süße auch. Safran, also diese Gewürzigkeit bleibt in dem Duft definitiv auch weiter bestehen. Ich finde, das ist schon wirklich eine sehr, sehr interessante Kombination. Gerade dieses Karamellige und jetzt nicht an so Karamellbonbon denken. Also so süß ist der Duft definitiv nicht, aber ich finde, das gibt eine schöne Duftnote mit rein, was schön, ja, leicht karamellisiertes, leicht süßes.
Also ich finde, das ist schon wirklich ein sehr, sehr interessanter Duft. Lasst uns mal aus der warmen und würzigen Duftwelt ausbrechen und in ganz neue Gefilde aufbrechen. Und wenn ich euch den Duft gleich zeige, dann werdet ihr mir definitiv zustimmen. Der nächste Unisex-Duft, den ich dabei habe, ist der Kirke von Tiziana Terenzi. Und wenn du Kirke schon mal gerochen hast, dann weißt du, was für eine Duftexplosion mir jetzt bevorsteht. Der erste Riecher von dem Kirke, der haut einen fast um. Wahnsinn. Jetzt auch so im Kontrast zu dem A Quiet Morning und dem Born from Fire. Krasser kann der Kontrast nicht sein. Der Duft startet wie ein exotischer Fruchtkorb. Wir haben hier Birne, wir haben hier Passionsfrucht mit drin, wir haben Pfirsich, wir haben Himbeere. Also da ist von jeder Frucht sowas mit drin. Der ist super, super fruchtig, hat aber durch die schwarze Johannisbeere, die auch drin ist, so einen leicht zitrischen Charakter, nimmt diese Fruchtsüße so ein bisschen raus, finde ich, von den anderen Früchten, die da mit drin ist und gibt so eine leichte Säure auch mit rein. Richtig, richtig schön. Immer wenn ich den Duft rieche, ich bekomme gute Laune. Ich mag ja den Erba Pura von Xatschov auch so gerne. Der geht ja auch in eine ähnliche Richtung wie der Kirke. Der Kirke, das ist schon so ein All-Time-Favorite, würde ich jetzt mal sagen. Und ist perfekt von Männern und von Frauen zu tragen. Nach kurzer Zeit schiebt sich zu diesem schönen Fruchtkorb ein paar dezente Blümchen dazu. Wir haben Vanille, was das schön abrundet. Moschus kommt dazu. Eine kleine Sandelholznote. Also ich finde, das ist wirklich ein Duft, den kann man perfekt jetzt auch in der wärmeren Jahreszeit tragen. Und ich finde auch im Gegensatz zum Erba Pura ist der nicht ganz so synthetisch, wenn man das jetzt mal so sagen kann. Die Haltbarkeit und die Silage von dem Duft sind wirklich top. Ich finde, der ist aber im Gegensatz zum Erba Pura noch etwas alltagstauglicher, wenn man es so sagen kann, weil er einfach nicht ganz so extrem ist. Trotzdem sehr fruchtig, also da muss man sich schon drauf einstellen. Ich liebe den Kirke, ich finde den einfach wirklich schön und ist wirklich ein toller Unisex-Duft. Ich dachte tatsächlich am Anfang, als ich den das erste Mal gerochen habe, boah, das ist ein klassischer Frauenduft, aber ich habe so viele Männer schon kennengelernt, die den Kirke auch total gerne tragen. Insofern, liebe Männer, probiert den Kirke mal aus, wenn ihr auf fruchtige Düfte steht. Ich glaube, ihr werdet hier echt nicht enttäuscht werden. Wir gehen wieder zurück in eine etwas gewürzige Richtung mit einem spirituellen Charakter. Weißt du schon, welcher Duft jetzt kommt? Es ist kein geringerer als der Paragon von Initio. Und ich muss sagen, das ist auch ein Duft, den ich wahnsinnig gerne trage, eben weil er unisex ist, weil er eben nicht einschlägig, total blumig, total süß, total fruchtig ist, sondern weil das für mich schon wirklich ein sehr einzigartiger Duft ist. Also der geht von der Duftkomposition her wirklich in eine sehr einzigartige Richtung und hat eben durch Palo Santo, was in dem Duft mit drin ist, so einen leicht spirituellen Charakter, was ich richtig, richtig schön finde. Aber lasst uns auch mal hier gemeinsam dran riechen. Wir haben zu Beginn eine kleine Bergamotte, die wird aber sofort eingefangen durch eine schöne Lavendelnote und durch eine schöne Salbeinote. Gerade Lavendel und vor allem auch der Salbei in Kombination mit dem Palo Santo, was im Duftverlauf rauskommt, gibt eben diesen schönen spirituellen Charakter damit rein. Und was echt schön ist, ist, dass der Duft auch mit einer tollen Pfeffernote eröffnet. Ja, schon wieder Pfeffer. In Kombination mit einer schönen, süßen, richtig dunkel-lila Pflaume. Zumindest ist es das, was in meinen Kopf kommt. Und was so toll ist, dass die Pflaume und die Fruchtsüße eben den Duft nicht übernimmt. Natürlich kommt da eine gewisse Süße mit rein, aber das wird so schön eingerahmt und eingefangen durch diesen Pfeffer und durch den Salbei und eben diese holzigen Noten, dass es wirklich eine ganz tolle Komposition ist, der Duft dadurch nicht zu süß wird und deswegen es wirklich ein perfekter Unisex-Duft ist. Der Duft entwickelt eine schöne, feine Oud-Note, schöne, feine Sandelholznote mit dem Palo Santo. Also ich finde, der Paragon ist wirklich toll und wie es sich für einen Initio-Duft auch gehört, haben wir hier eine tolle Haltbarkeit, eine angenehme Silage. Ich finde, der Duft schreit nicht, aber er ist definitiv gut wahrnehmbar. Ich finde, das ist wirklich ein sehr besonderer Unisex-Duft.
Hast du den Inisio schon mal ausprobiert? Dann schreib mir gerne mal in die Kommentare, wie du ihn findest, ob du auch so begeistert bist wie ich. Ansonsten freue ich mich wie immer, wenn du unseren Channel abonnierst. Aktiviere am besten auch gleich die Glocke, um keine neuen Videos zu verpassen. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Video wieder mit dabei bist. Lass mir gerne einen Kommentar da, wie du die Düfte findest, ob du vielleicht für mich auch noch mal einen Unisex-Tipp hast an Düften, den ich vielleicht nicht dabei hatte, den ich aber unbedingt kennen sollte. Bis ganz bald, mach's gut, tschüss!